So, kommen wir zur inneren Untersuchung. Das kann ja nur gut werden. Danach müssen wir übrigens noch mit den Toten reden, wenn wir komplett mit allen fertig sind. Also an sich hat er quasi nur die Verletzung, mit denen wir schon gerechnet haben. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? Haben wir irgendwas zu seinem zentralen Nervensystem? Können wir was dazu sagen? Of course, there is a moral to be drawn from it. A moral to this story. Wenn ich darf. Und die Moral von der Geschichte. Ernsthaft, ich hab da was zu sagen? Na gut, liebe Konzeptbildung. Erfülle mich. What would that be? Er sieht dich forschend an. The dead man looks, too, with barely contained excitement to hear the moral of his story. Der Tote sieht dich ebenfalls an. Er kann kaum verbergen, wie gespannt er auf die Moral seiner Geschichte ist. Das Gehirn reagiert äußerst empfindlich auf Beeinträchtigung seiner Blutversorgung. I think that may well be the moral of every story, officer. Der Lieutenant grinst. Ich schreibe einfach entfällt. Good. Wow. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. Ah ja, Augen und Zunge geschwollen. Das sind die Flüssigkeiten am nichts mit der Verletzung zu tun, sondern alles halt postmortem. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it, gently. A rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid runs down his lips, black Flüssig and viscous. Gewebe. Schwarz und zähflüssig. Ja, ist sehr lecker auf jeden Fall, die Untersuchung. You hear cracks as the lieutenant moves his sharp fingers inside the flesh, like the creaking of an old house at night. Das Knarzen eines alten Hauses bei Nacht. Yeah, jack that fucker off! Cool, du erst ist echt ganz schön fertig im Kopf, ne? The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Das Zungenbein ist gebrochen? Was genau ist das Zungenbein? Ja, wahrscheinlich das ist das Ding, was wahrscheinlich beim Hängen Schaden nimmt, oder? Würde ich mal annehmen. Du notierst. Respiratory system. Mit gekrümmtem Rücken, als bete er, beginnt er die Kiefer des Toten auseinanderzudrücken. Er hält inne, um mehr Kraft auszuüben zu können. Er benutzt beide Hände. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. Mehrere Zahnimplantate, na immerhin etwas. Siehst du den Mund des Toten. Mal sehen, ob ich das überlebe, ohne zu kotzen. No scream, no sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again, straight in that mouth of his. Fühlt sich so an, als würdest du gleich wieder brechen. Es ist feucht und ekelhaft süß. Na, schön. Aber auch kein Schrei. Du siehst tiefer hinein? It's hard. Once more, you taste stomach acid in the back of your throat. A contraction. Your throat pumps a little something from your stomach and into your mouth. You're forced to swallow, just to keep looking. Das Zungenbein ist ein kleiner gebogener Knochen im Mundboden unterhalb der Zunge. Wo ist da ein Knochen? Ich fühle nur Haut. Naja, das kann man bestimmt rauskriegen. Es ist schwer. Erneut schmeckst du den hinteren Teil des Hals-Magen so. Ja. Inside, you see darkness. Just a mess of meat and Wir müssen nämlich gleich zum darkness. Fritte. Ich muss Heilung nachkaufen. Siehst du Dunkelheit? Mehr nicht. Hemorrhaging present in mucus. Handlung wiederholte Lieutenant ungeduldig. Er lässt die Kiefer los und der Mund schnappt zu. Du notierst. Hepatobiliary. NA. Entfällt? Warum? Haben wir nichts dazu? Was ist das hepatobiliäres System? Meine Güte. Warum schreiben wir nichts? Are you a hepatobiliary expert? Das ist ein Experte für das System. Er wirft einen Blick auf den Bauch der Leiche. In seinen Augen liegt eine Mischung aus Erschöpfung und Ekel. Hepato means liver, and biliary, the gallbladder and bile ducts. Hat keine Verbindung zum Restdienst gehört? Faszinierend. Ah ja, bin ich ein Experte für sowas? Nothing in your alcohol-soaked memory directs to having forensic expertise on either one. Anscheinend nicht. Neither am I. Du schreibst entfällt. Same for toxicology and serology. NA. Toxologie, na gut, das müssen wir halt testen. Wie sollen wir Toxologie sehen? Beides? Unless you have untapped reservoirs of knowledge there. Geheime Kammern mit Wissen? Reservoirs? No, but do they take obscure trivia and odd tidbits? Obskure Trivialitäten, da bin ich dabei, jawohl. Würde es auch obskure Anekdoten und seltsame Trivialitäten, der Komplettist in mir fragt sich, ob es noch was gibt, was wir tun könnten. Like a toxicology screening.
At this stage, I doubt processing will find anything, even if he was brimming with cocaine. But still, you should add a request. Du schreibst den Felsenagents toxikologische Untersuchung angefordert. Er wirft einen Blick auf das Monster. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet and neck. Hypostasis is visually consistent with the hanging. Also es spricht viel dafür, dass er wirklich erhängt wurde. Du notierst es. Gastrointestinal. Er seufzt erleichtert. Leicht ist es geschafft. Es ist der letzte Listenpunkt. Sein Blick wandert umher auf dem Boden zur Fäkalienlache. This will do. Das wird reichen. Digested semi-solid food in stomach. Voila. Verdautes halbfestes Essen im Magen. Voila. Flüchtige Berührung in die aufgenutzte unterbrochene Leiche. Du notierst es inklusive des Voila. What's next on the list? Beschreibung der Verletzten, Zusammenfassung. Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 fields. Leave a 4th one too. Das 4. wofür? Nothing. Just in case. Ach so, okay, Bissspuren. Head, chest and scalp bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the body. Odontologist does not need to be consulted. Odontologe? Sind für Vögel nicht Ornithologen zuständig? Odonto. Odonto ist nichts mit Zähnen, oder? Doch, Odonto ist mit Zähnen, aber wir brauchen keine Odontologen, weil uns das ziemlich egal ist. Weil wenn es Vögel sind, die haben auch keine. And your opinion, officer? Nicht tödlich, postmortal. Agreed. Next injury? Kontusionen? So, the scalp bleeds from a postmortem head injury. A stone. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it postmortem. Er hat gestanden? Das wüsste Kuno aber, wenn er gestanden hätte. At maximum velocity, fucko! Has confessed to causing it at maximum velocity. Du notierst es, wortwörtlich anscheinend. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath, the description of injury. 2 boxes. Nicht tödlich, postmortal. Du kannst ihn doch komplett gegen den Baum fahren, den Bericht. Das ist... Ja, nicht im ersten One. Right. Next. Strangulationsmarke. Du schließt die Leichenschau ab. A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured. The cervical column intact. Wirbelsäule unversehrt. I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. Keine Kratzspannen von Fingernägeln am Hals. Aber ich denke, er war gefesselt, da kann er eh nicht kratzen. Also erst wenn... Nehmen wir mal an, du wirst mit den Händen nicht hinter den Rücken gefesselt gehangen. Was kannst du realistisch tun, um dich aus der Situation zu retten? Also je nachdem, an was du gehangen wirst, könntest du vielleicht... Sag mal, du könntest das Seil über dir greifen. Du könntest natürlich die Last von dir nehmen. Also je nachdem, also wenn es ja richtig... Also das richtige Hängen sieht ja irgendwie so aus, dass das hinten der Knoten dir eigentlich das Genick bricht. Das passiert, wenn du so einen Frachtgurt nimmst, dann nicht. Dann wirst du einfach nur erwürgt. Quasi. Wenn du deine Hände frei hättest, und das passiert die Erwürge-Variante und nicht die, es bricht dir einfach das Genick, weil du runterfällst, dann könntest du festhalten und dich hochheben, aber auch nur kurz. Du könntest also um dein Leben kämpfen, was würde an sich nicht viel bringen. Je nachdem, was du festhängst, könntest du natürlich... Also, das ist, je nachdem, wie fit du bist, könntest du natürlich dich komplett hochschwingen und irgendwie an den Seil hochklettern, aber das bringt irgendwie auch nichts. Du könntest da deine Beine rumschwingen und dann irgendwie hochklettern da dran. Aber da müsstest du schon ziemlich fit sein, brauchst mächtig Bauchmuskeln oder generell Core Strength für. Oder du kannst dich halt nur halten und hin und her schwingen und dich irgendwo festhalten. Ja, ich fürchte, dass du die meisten Hängsituationen nicht daran änderst und was machen kannst. Ja. Ich nehme mal stark an, dass man Leute, die man erhängt, nur deswegen hinter den Rücken fesselt, damit die Show besser aussieht. Du notierst. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. Erwarte mein Urteil. Tödliche Verletzung. That's it. We have established cause of death. It's not much, and it leaves much to be questioned. But it's a start. Er zwingt sich zu einem Lächeln. Let's wrap this up. I pronounce this field autopsy over.
Er zieht eine kleine schwarze Plastikrolle aus seiner Jacke. Ein Leichensack. Kommen wir zum Schluss. Verraten Sie mir zuerst noch, wie ist es Ihrer Meinung nach gelaufen? Well, we established probable cause of death. Some would say that's the goal of an autopsy. Yay, wir haben alles erreicht, was zu erreichen war. We also requested a toxicological screening. That was thorough. The results should arrive in a couple of weeks, if we are lucky. In ein paar Wochen? Ne, Halleluja. We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional field autopsy. Na denn, und jetzt? I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg. Du reißt einen Durchschlag des Leichenschauformulars heraus. For processing. Sein Blick wandert vom Toten zum rosa Durchschlagpapier in der Hand und dann wieder zurück zur Leiche. He's thinking, did I miss something? You Tja, tilt your head, also looking at the corpse. ich schau mir die Leiche an. Ah! I'm sure we didn't get everything. There's always something. Wahrnehmung 4, sehr gering. Hör auf Zeit zu verschwenden. Du bist clever. Wahrscheinliche Ursache festgestellt. Tütenmänner, da kann ich noch was leveln? Ja, ich bin gelevelt, ne? Warum ist die Enzyklopädie jetzt eigentlich auf 9? Ach ja, weil ich ja noch den Gedanken habe. Ja, aber eigentlich überlege ich, ob ich tatsächlich nochmal Mechanik level. Oder Wahrnehmung nochmal spontan. Ich werde den Skillcheck übrigens gleich trotzdem versuchen. Aber es ist eigentlich ziemlich sinnlos. Ach, Suggestion. Visuelles Kalkül, Konzeptum, Schauspielkunst. Also an sich nützlich ist es auf jeden Fall die Schauspielkunst. Tja, hättest man nicht die Ursache schon bestimmt. Meinst du, dann wäre es jetzt lustiger gewesen? Wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, das war's nicht. Gewandtheit. Ich level nochmal Mechanik, weil das ist ein Wert, der sowieso schon recht hoch ist. Erzähl mir was kurz. Shoot, Looney Rooney. Looney Rooney. Come back later, Corporal. Ach komm, wir machen das einfach. Amuse yourself with You run your hands over the victim's cold body, his limbs, his torso with its swollen organs. Maybe you should be more thorough. Ist dein Fingernägel His nach? fingernails have turned dark. They're chipped and quite long. There is dirt under them. That's all. Do you think we missed something? Nein, lass mal die Jungs von der Kriminaltechnik I worked machen. as one of those processing guys for a year. They are butchers and clowns. I once saw 20 CODs go misidentified in 1 week. Chances are slim to none that they'll find anything useful in processing. Oh, da hat aber keine netten Worte über die Jungs von der Kriminaltechnik. Er bezeichnet sie als Clowns. In short, you and I are the last line of detection. If you're not sure we got everything, we need to look again. And for that, we need to refrigerate the corpse. Okay, wo finden wir einen Kühlschrank für die Leiche? Hey, wasn't there a giant Eisbären sarcophagus below that building? Da ist dieser Kühlschrank in Eisbärgestalt also da. Now, that's an overstatement. It's not actually for storing cadavers, or at least I hope so. I think we should take a look at it first. Make sure it's big enough before we carry him over. Let's move. With every hour, whatever we are looking for in the deceased will become harder to find. Ich kann den Ding jetzt einfrieren? Lol. Ja, Hauptsache, ich kann jetzt die Leiche einfrieren. Okay, warte. Bevor wir das machen, renne ich aber noch kurz zum Fritte und kaufe mir nochmal einen Nasophet. Weil 1 ist mir 1 zu wenig. Ich weiß gar nicht, wie viel die kosten, aber oh, hat der Fritte schon zu? Es sieht immer so dunkel aus. Eigentlich müsste doch Licht rauskommen aus dem Laden, oder? Was, die meisten bekommen für geheimen Schwierigkeitsmodifikator? Das ist ja schön. Was war das hier You eigentlich see noch? several the packages are small, discreet, Der Regenmantel macht sloppily Ausdauer. stacked, making them easier to take unnoticed. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal spray. Okay, here, okay, here. So. Das ist zum Glück ziemlich billig, das Heilmittel. Die Chancen werden höher, was anderes zu finden. Ja, aber anscheinend können wir den guten Mann ja beim Eisbären einfrieren. Das ist übrigens witzig, es gibt hier in der Stadt, in der ich wohne, gibt es eine Kühlfirma, die tatsächlich der freundliche Eisbär heißt. Die haben tatsächlich, in meiner alten Firma, wo ich gearbeitet habe, kamen die tatsächlich vorbei. Das war mal so witzig, wenn es hieß, der Eisbär kommt. So, dann machen wir jetzt wahrscheinlich erstmal hier den Kühlschrank Both wieder, ne? cables are unplugged from somewhere in the dark. Ein elektrisches Säugetier erwacht zum Leben?
Der Eisbär. The bear's eyes are still glowing red, watching over all the ice cream wrappers hidden inside its belly. Er passt immer noch auf die Eisverpackung auf. Wie schön. Was halten Sie von diesem Kühlschrank, Kim? Es dürfte groß genug für 2 Leichen sein. It's Oha. certainly an eccentric choice, but it is capacious and cold enough, too. Your visual confirms you could fit 2 more bodies in the ice bear fridge. 2 weitere Leichen. Shall we go and get the body, then? I'll Okay. take the head, you take the feet. The stairs won't be easy, but we'll manage. So, okay, Kinderspiel kriegen Sie dann los. The body is heavier than you expected and stinkier. It takes half an hour to put it down to the butcher, then 10 more minutes to stuff it into the fridge. The lieutenant takes a step back to admire your handiwork. Der Lieutenant geht einen Schritt zurück, um dein Werk zu begutachten. Also es hat 40 Minuten gedauert. Das ist eine halbe Stunde bis zum Keller. Beautiful. A dead body in an ice bear fridge. This is some of the best police work I've ever done. Was? Das ist die beste Leichenarbeit seit langem? Das ist ein Meilenstein meiner Polizeikarriere? Ich spüre Ironie. You have created an ice bear sarcophagus. Man sehe und staune, wir haben einen Eisbär-Sarkophag geschaffen. Talk of the ice bear sarcophagus must not leave this room. Niemand darf davon erfahren. Wir haben uns den besten... Ne, ich bin auch nicht gerade stolz, aber wir haben einen Kühlschrank gefunden. Das hier ist kein Person. Kim, das ist Kunst. Wir sind Künstler. Das hier war unsere Vision. Komm, ich muss. If I were an artist, this would certainly not be my vision. I would be much, much more conservative in my work. Er war konservativ. He's right. His work would be much more formal. Naja. At least we've stopped the body from decomposing further. Now you can conduct another inspection under controlled circumstances. Inside the icy realm of the ice bear fridge, the corpse stands slumped, waiting. Naja, dann, Wahrnehmung legendär. You Was? touch the dead man's body. His skin is cold, light blue and silvery in the light of the fridge. You still have no idea where to begin, or what to even do with him. Das ist immer noch keine It'll Ahnung. come to you sooner or later. At least he's safe here until then. Ja, lustigerweise sind wir gerade gelevelt. Ich muss mir das Speicherfeld mal so auf. Also, weil ich zwischendurch nicht gespeichert habe. Und ich will nicht sagen, ich hatte sowieso vor, Wahrnehmung zu leveln, aber ich hatte sowieso vor, Wahrnehmung zu leveln. Beherrschung ist übrigens auf 5, ne? So, gleich The der nächste bear's Versuch. eyes are still glowing red. Warte mal, was mir gerade so einfällt. Habe ich nicht noch Wahrnehmungsklamotten? Warte mal, Wahrnehmung wird durch nichts beeinflusst, was ich habe. Reaktionsvermögen, Gewandtheit, Korpsgeist. Nee, ich habe leider nichts. Na gut, ich könnte Drogen nehmen. Die würden mir... Ich hätte das Foto tatsächlich mitgenommen, fällt mir gerade so auf. Ich kann auch nicht mit interagieren. Mit der Post... Was ich für den Schlüssel irgendwie verkaufen. Ja, 34 Cent. Wow. Ne, ich könnte maximal Drogen nehmen. Eine Informatorialismus, weil den Kurs... Offensichtlich hat dieses Exemplar viel Zeit in jemandes Gesäßtasche zugebracht. Left for me. Ja, das lesen wir alles heute Nacht. Naja, dann wird es wahrscheinlich nicht besser, The oder? bear's eyes are still glowing red. You touch the dead man's... It'll come to you sooner or later. Aha. Na gut. Das ist ein Check, den ich ehrlich gesagt safe scammen würde, aber das überlasse ich dir. Echt? Ja, es klingt halt so ein bisschen anstrengend. Das halt, ich weiß nicht, wie weit The ich bear's Wahrnehmung noch leveln eyes möchte. are still... You touch... Ja, mir fällt übrigens gerade so auf, wenn ich das mit Shotkey mache, dann geht das besser. Ich meine, wir haben schon The Wahrnehmung bear's 4, ne? eyes are still. Your arms reach out and your eyes close, as if by their own volition. It's dark all around. You feel cold, slippery flesh, first with your fingertips, then under the palm of your hand. Ich fühle glitschiges Fleisch. Was ist das? Es war halt trotzdem nur 17%, trotz allem, ne? His face, his cheeks, his nose, his fat, swollen lips. Like a spider, your hand crawls over his features. Everything is silent. Alles ist still. Deine Finger krabbeln in seine Nasenlöcher. They are swollen shut. You need to really push to get in. Du wendest Kraft, um seine Finger in seine Nase zu bekommen. Only the little one fits. The flesh changes shape as you bore in, searching for something in the cartilage. Die Form ändert sich? The thing you're looking for, it's not there. Crawl out, spider.
Steckst die Finger in seinen Mund. The oral cavity is cold and moist. A ball-like tongue attaches itself to the base of the mouth, lolling around like a scallop. Die Zunge liegt einfach nur herum. Du spielst mit mir, das fühlt sich richtig an. Du öffnest die Augen und siehst nach. A vision of black and dark red death, pried open by your naked hands and studded with teeth. Looks like he's laughing. Death fumes rising from the throat, and there, in the back of his mouth, above the bell of the uvula, right in the soft palate. Eine Vision des schwarzen, dunkelroten Todes. Hat er den Gaumenzäpfchen direkt im Gaumensegel? You see a hole, barely visible to the human eye. It is swollen shut, almost vanished. No larger than 0.4 centimeters in radius, the edges appear darkened. Warte mal, er hat ein Loch in seinen inneren Mund. An abrasion collar. This is what we're after. Ein Kontusionsring. Abrasion collar. Der Lieutenant sieht hinein. Er hält einen Stift in die Hand, sein Notizbuch ist auf deiner Seite mit einem Durchschlagpapier aufgeschlagen. Du berührst ihn sanft mit deinen Fingern. Du fährst A fort. black trickle of liquid runs into his throat from the wound. Du steckst deinen Finger hinein. Your index fits right in there. A tight tunnel of flesh opens up. Tissue damage. Wide enough for 2 fingers. As you push both in, you reach through his mouth, right into his brainstem. Du tastest erstmal alles ab. The basal ganglia feels clumpy. What entered here has torn apart his reptilian complex. Hey, der Reptilien-Komplex, den kennen wir doch. This man will never sleep again. Never wake. Du schiebst sie weiter hinein. Your fingers slide into the remains of his limbic system. There is no resistance. It's gelatinous. The slug-like structures are damaged too. The tearing extends deep into both hemispheres. Der Riss bei sich. Wir holen wahrscheinlich am Ende eine Kugel raus, nehme ich mal an. This is what he used to regulate his emotions with. Danke, liebe Enzyklopädie. Da ist ein Hohlraum, ein Einschnitt direkt zwischen den Gehirnhälften. The lieutenant answers with the sound of his pen on paper. Er schreibt. Du schiebst die Finger weiter hinein. Your fingers are all the way in now, reaching toward the inside of his skull. The cavity goes further, but the entry wound isn't wide enough for the rest of your hand to follow. Das Deutsche spoilert und sagt hier schon eins und wir haben leider eine schockierende Wendung. Ja, er wurde tatsächlich erschossen, ne? Aber vor allen Dingen mit so einem Wundschuss. Also Selbstmord tatsächlich? Du schlängst deinen Finger weiter hinein. Ja, aber ich hab leider keine Pinzette. Your fingers reach toward his skull. His cerebral cortex feels like jelly. Cold jelly. Strange fluid streams down your wrist as you push deeper until you feel it on the tip of your finger. Ja, im Englischen war es gerade Entry Wound, genau, aber Eintrittswunde, na gut, Eintrittswunde impliziert auch, dass irgendwas eingetreten ist. In diesem Fall ist es halt einfach nur, das Deutsche ist präziser in der Hinsicht, was ein Schusswunde sagt. Es könnte ja auch ein Speer eindringen und wieder rauskommen. Oh gut, dann wäre es auch eine Austrittswunde. Sharp, serrated material. The edges cut right into your skin. Ich spüre einen festen Gegenstand direkt unter den Schädel. Can you get to it? Du inspizierst zuerst den Schädel. There's a tiny crack. A protrusion in the cranium. Right in the back of his head. Your finger must be pointing straight at it. From the inside. Also wie lang ist denn mein Finger, dass ich komplett durch den Kopf komme? Also meine Hand kommt nicht in meinen Kopf rein. Also nicht von... Naja, doch, vielleicht von innen. Mein Kopf ist zu groß. The object that is in there stops just short of the skull, in the encephalus, knocking this tiny fracture into the cranium. We have the makings of a very small exit wound here. Du fischst das Ding raus. 97% Chance. Das wäre jetzt geworden, ne? You pick the object between your index and middle finger. It feels sharp, like metal. With your face twisting from pain and concentration, all you need to do is just... Ich schaff das. Good. Im Hintergrund summt der Kühlschrank voller Begeisterung. Du siehst deine Finger langsam heraus. The inside of the head feels cold and smooth, like a glove. Sweat dripping down your brow. Careful not to lose the prize between your fingers. With a plop, your hand emerges from the mouth, covered in blood up to the wrist.
Between your fingers, a small flower, a blossom made of lead. Tüte aus Blei? Sind modernere Geschosse nicht eigentlich aus Kupfer? Obwohl, das sind die Hohlspitzdinger, ne? Die aus Kupfer sind, die dir richtig das Gehirn weghauen. Weil du kannst ja tatsächlich Kopfschuss überleben. Unter bestimmten Umständen. A bullet. Der Lieutenant holt eine kleine Tüte mit der Aufschrift Beweismaterial hervor. Du lässt sie hineinfallen. Ich bin auf meiner Penny-Tüte. Falls in the bag, leaving a smattering of blood on the plastic. He raises the bag under his eyes and says, Er sagt, A non-caliber rifle. Some kind of brittle alloy. Fractured on impact. Brüchige Legung, die beim Aufprall deformiert ist. Kann ich sie haben? Of course. You've earned it. Sie haben sie verdient. Lieutenant lässt die Tüte in einer blutverschmierten Hand fallen. Sie fühlt sich leicht an. We need to add an item to the injury list. Injury number 4. Oval entry wound with an abrasion collar. Soft palate, back of mouth. Wolle interessant mit einem Kontusionsring. Also Kontusionsring heißt, dass die Waffe hat aufgesetzt. High velocity. Temporary cavity in brain tissue. Small exit wound on the occiput. How does that sound? Hohe Geschwindigkeit, temporäre Wundhöhle im Hirngewebe, kleiner Aussatz von einem Hinterhauptbein. Energetisch unterstreicht er die Verletzung. Wie hört sich das an? Scheint zu passen. Du sagst nichts und nichts nur. Opinion, fatal injury. Stimmt. And one last thing. We should amend injury number 3. Ligament mark. New opinion, non-fatal. Post-mortem. Treatment. Ah, ich bin doch ein Idiot, oder? Ich habe doch gerade noch erzählt, dass wenn du erhängst wirst, dass es so 2 mögliche Tode gibt, dass du halt dir einfach das Genick bricht, die Wirbelsäule ist ja intakt, haben wir gesehen. Oder das zweite ist, dass du erstickst. Und wir haben doch vorher festgestellt, dass... Aber wenn du erstickst, verändert sich das Blut doch, oder nicht? Und du hast andere Merkmale. Das heißt, ich hätte da schon erkennen können, dass es nicht tödlich war, oder? he's proposing the bullet was the real cause of death, and the hanging an attempt to conceal this fact. Ja, es war wohl anscheinend alles. Yes, and the belt around his neck, the hanging, even dragging him to the yard. All of it was done after this man was already dead. Tot. Tippitoppi tot, meinen Sie? I did not just come up with this. I've had my doubts since you showed me the tracks, officer. Why did they carry him over? Why not march him? There is no satisfactory explanation. Ach, er hat von Anfang an seine Zweifel. Gut, dass er mit mir geredet hat. There have been other signs too. Small details. Everything is too neatly designed for us to assign probable cause here. As we did, full-heartedly. Well, no more. Alles war zu schön konstruiert. Aber wer macht sich denn so viel Mühe? There is, of course, the very real possibility he was both shot and hanged. Ja, aber warum muss ich überhaupt die Mühe mit der Leiche machen? Außer, wenn du Agenten des BMR herlocken möchtest. Oh. Vielleicht haben sie eine... Ich glaube, ich muss nicht waschen. Das muss ich auch. Vielleicht haben sie ihn erschossen, während sie ihn erhängt haben? Nein. To put him out of his misery? It's possible, but it doesn't explain all the other dubious things here. Lack of struggle, primarily. I may be intellectually sloppy, but I prefer one theory at a time. And this just smacks of treatment to me. Er mag vielleicht intellektuell nachlässig sein? Wer soll denn sowas That's machen? for us to find out. But this, it will make finding them just a little easier. Aber warum? To hide something. The real killer? The real motivation? What really happened here? Aber warum nicht gleich die Leiche richtig entsorgen? Ich glaube, ich muss mich waschen. Oh, you really, really do. I am glad to hear you say that. Your room in the Whirling in Rags should come with a bathroom. Be sure to make use of it in the evening. Vielleicht hat die Kugel mehr Antworten bereit? Yes, we should take a closer look at it. I am certain it has more to tell us. Aha, gut, dass wir Waffenexperten sind. This little thing could reveal much about the weapon that shot it. In der Tat. Danke, lieber Augenkoordination, die bis jetzt noch gar nicht zum Zug kam. Nun gut.